Okay, bei dem Toyota Yaris, ich glaube das ist ein 1,5er Diesel, gab es so ein klingendes Geräusch. Das ist das hier. Das ist die Wasserpumpe, die ist kaputt. Das ist jetzt im Prinzip jetzt die neue, nicht die kaputte. Um die alte auszubauen, muss man hier den Motorlager entfernen, Lichtmaschine entfernen, Motorlager entfernen. Lichtmaschine habe ich direkt zerlegt, geguckt, die ist noch voll in Ordnung. Kohlen und so weiter, super. Und das Problem bei der alten Wasserpumpe, die ist noch drin, die hole ich jetzt gleich raus. Die hat hier Spiel in der Führung. Und deshalb kann es sein, dass der Keilrippenriemen quietscht. Der ist nämlich ziemlich neu. Und ich werde erstmal die eine rausholen, dann können wir sie beide nebeneinander legen. Und hier kann man das jetzt so ganz leicht hören. Dass die ein Spiel hat. Diese hier ist vollkommen in Ordnung. Diese hier, da hört man so ein kratzendes Geräusch. Und das Auto hat keinen Keilrippenriemen mit Spannrolle. Die Spannrolle ist im Prinzip der Generator, der Lichtmaschine. Und deshalb ist hier eindeutig klar, von mir aus gesehen, dass die Wasserpumpe tot ist. Der Wagen hat jetzt 440.000 runter, das Getriebe habe ich auch schon getauscht. Und ich glaube, der hat Kette. Auf jeden Fall können wir das jetzt tauschen. Beim Tausch vom Getriebe habe ich schon gemerkt, dass unten so Wassertropfen sind. Und das kann nur von hier sein, aber der Motor so warm ist, ist es alles verdampft. Man hat es nicht genau sehen können, woher das kommt. Also so ist jetzt 1:1 die Lichtmaschine, die Wasserpumpe. Das ist jetzt Teilenummer von dem Ding. Kostet, je nachdem wo man so holt, zwischen 20 bis 70 Euro. Ich habe natürlich eine vernünftige Qualität geholt. Jetzt kommt noch oben die Tellerscheibe drauf. Die Tellerscheibe muss man aber beachten. Die kann man nur drauf bauen, wenn man die schon befestigt hat, weil sonst sieht man ja hier, man kommt nicht an die Schrauben dran. Also man kann sie zwar lösen, so wie ich gemacht habe, und das Wasser rauslassen, aber abschrauben kriegt man sie so nicht. Man muss also definitiv erst die Tellerscheibe abschrauben und dann kann man alle Schrauben rausmachen. Und da sind auch noch ein paar Stehbolzen dabei. Ich muss mal gucken, ob die jetzt die drin noch okay sind oder nicht. Ja, das ist eine Arbeitszeit von ungefähr, man muss den Motor ablassen, unten Unterfahrschutz drunter muss man wegmachen. Ja, ungefähr 6-7 Stunden. Dann muss man hier noch diese Auflagefläche von der Dichtung sauber machen. Da ist also so ein bisschen eng, aber man kommt dran. Da unten ist das Ding drin. Hier ist also der Generator, wo ich zuerst gedacht habe, dass der vielleicht einen Defekt haben könnte. Man sieht aber, dass die Kohlenauflageflächen und die Kohlen selber noch in Ordnung sind. Hier kommt so ein Stift rein, dann werden die Kohlen gespannt. Der Stift geht bis hier durch. Dann macht man die wieder fest. Und dann ist hier einmal Plus- und Minusseite. Das, was hier kaputt ist, ist hier der Massepunkt anscheinend. Aber das ist nicht schlimm, das können wir zusammenkleben und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das ganze Ding einmal durchgeblasen, durchgesäubert und wird zusammengebaut und wieder reingemacht. Hat ja normal funktioniert. Ich glaube 14,3 habe ich gemessen im Ladestrom. Das ist der Riesenklops vom Motorhalter. Und wer die 3 Schrauben abschraubt, wird sich wundern, der Motor senkt sich nicht ab, weil versteckt ist von unten noch eine dran. Da habe ich mich auch gewundert und ein bisschen drauf rumgekloppt, aber naja, dann habe ich mal von unten rumgepackt und es geht, man kommt dran. Also 4 Schrauben, eine Mutter, ein Stehbolzen von unten und 3 Schrauben von oben. Also das Ganze wieder jetzt in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, entlüften und Fehler löschen, eventuelle gespeicherte.